Hallo und ein herzliches Willkommen hier an dieser Stelle zu einem weiteren Part Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals. Ja, ich habe jetzt nicht, also es ist nicht derselbe Tag wie letztes Mal, als ich gesagt habe, oh, ich nehme noch einen Part auf. Es ist in der Tat schon ein paar Tage später. Heute ist nämlich Freitag, der 21.10. Was bedeutet das? Morgen in 2 Monaten habe ich Geburtstag und dann werde ich 33. Was witzig ist, weil zu dem Zeitpunkt, wo ihr das jetzt seht, haha, da habe ich schon wieder eine ganze Ecke vom nächsten Lebensjahr geschafft, was echt witzig ist. Gut, wir machen uns zu dritt auf den Weg zum Grimmalaya, was nicht derselbe Berg ist wie der in Hotto oder Onsen. Und so wie es aussieht, werden wir ein Fluggefährt benötigen. Ein Flugmount. Erste Mal, glaube ich. Victory! Flatter, flatter. Felskugeln rollen da durch die Gegend. Felsenbombensplitter, ja. Na gut, so wahnsinnig viel gibt es jetzt hier nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich Leveln brauche. Ich bin immer noch ziemlich sehr stark. Ziemlich sehr. So, gucken. Ja, Sachen, diverse. Immer in den Ecken gucken, ob man eine Truhe findet. Aber Mithril-Erz, das ist schön. Noch mehr Mithril-Erz. Noch mehr Mithril-Erz. Und ein verzauberten Stein. Okay. Wäre jetzt witzig gewesen, wenn da noch mehr Mithril-Erz gewesen wäre. Aber natürlich. Man kann nicht alles haben. Warte mal, warum war da so ein Monster? Ich meine, meistens weisen die auf Schätze hin, aber ich glaube, hier ist es einfach nur, hier musst du lang. Von daher... So, dann steigen wir mal ab vom hohen Ross. Und kriechen in die Spalte. So, das nächste Gebiet. Gipfeltunnel Klatschmandu. Das ist the next area. Ich tippe mal, dass wir auf der großen Fläche da ganz am Ende des Weges sozusagen, dass wir da definitiv eine Truhe finden. Ich will eigentlich gegen den Drachen da oben kämpfen. Dammit. Hab die anderen erwischt. Egal. Wir brauchen eh so ein Viech, wenn wir uns den Gegenstand holen wollen. Ja, so nah dran an genug Punkten, um den Gigaschmetterer zu lernen, der wohl ziemliche Verschwendung sein soll. What the fuck? Die komische Himmelsschlange ist despawned. Bin mir übrigens ziemlich sicher, dass wir hier bestimmt nicht drüber fliegen können. Wobei, vielleicht doch. Da ist eine Truhe. Very nice. Ah. Ist er doch da geblieben. Oder respawned. Schneeschlange. Oh, fehlt. Oh, wohl. Junge, hat er gemacht.
Eiskristall. Schon ist sie down, die Schneeschlange. Was für ein merkwürdiger Alarm ich hier gerade höre. Halt eine Polizeisirene, glaube ich zumindest. Aber so tief. Die hat so so klang die. Ah, mehr drachenstarke Designs. Drachenspalter, Würmzahn, Drachenschild, Drachenpanzer. Ah. Drachenspalter ist dann bestimmt, klingt wie ein Großschwert, ja. Ah. Da kommt er auf mich zugeschwebt. So, dann schauen wir doch mal. Ja, sie ist hier jetzt auch noch eingegeben. Wir wollen ja das hier. Haben wir auch schon häufiger gebraucht zum Craften. Hoffentlich spawnt hier jetzt nicht ein geheimer Boss oder so. Nein. Es ist, wie ich mir gedacht habe. Es ist einfach eine Truhe. Stab der Anti-Magie. Okay. Gut, hier zum Gipfel dürfen wir noch nicht. Erst müssen wir, naja, diesen Ort hier besuchen. Wo man ja auch Anleitungsbücher finden kann. Ich wette, ich bin schon an 50.000 vorbeigelaufen. Hab schon länger nicht mehr geguckt, wo es welche gibt. Ach, Schluck trinken ist immer wichtig. So. A temple on top of a mountain. What connection could a place like this have to the luminary? It certainly benefits from divine protection of some kind. Yggdrasil fell to earth not far from here, yet the temple buildings escaped entirely unscathed. I know that face. That man is a knight of Heliodor. Heliodorian swine! You think that your blockade will break us? Think again. The disciples of Angrila are made of sterner stuff, as you will soon see. What in the... These movements must be intended to confound us. Be on your guard. They may attack from any angle. Enough! All of you! Is this how we treat visitors? As your High Lama, I order you to stand down. Your Holiness, these people are not visitors. They are soldiers of Heliodor. We cannot be sure of their intentions. Soldiers of Heliodor, you say? The tall one, perhaps. But his young friend does not look like a military man to me. I sense a great power within you. Tell me, young man, are you the luminary? Incredible. He divined your true identity with a single glance. How long we have waited. Manchmal vergesse ich, for dass ich this drücken day. muss. Please, you must forgive my disciples' discourtesy. Their training is incomplete. Welcome to Angrila, honored luminary. It would please me if you would join me in the high hall at the top of the temple. We have much to discuss. Strange child, but remarkably perceptive for one so young. There is more to him than meets the eye, that much is certain. Well, we have come this far. We might as well make our way to this high hall of theirs. See what he has to say. And so we shall do. Hello. Ja. You better apologize. So. Hier können wir natürlich Sachen machen. Achso, hier oben geht es schon zur erhabenen Halle. Okay, da wollte ich jetzt noch nicht hin. Ist das hier nicht die erhabene Halle? Ist das... Ich hätte jetzt gedacht, ja, siehst du. Ist doch derselbe Weg. Das ist doch alles das Gleiche hier. Okay, schauen wir mal hier.
Ja, zumindest so ein normaler Laden hier, ne? Okay, der hat auch normale Waffen. Eisaxt. Habe ich bestimmt schon ganz häufig gesagt. Eisaxt. Ja, Zauberrüstung, Aerobe. Okay. Starke Arznei. Lammwolle, ja, davon haben wir nur ein einziges. Vielleicht hole ich davon mal welche. Ja, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Irgendwann werden wir es zum Craften brauchen und dann haben wir es nicht und dann fuck ich mich ab. So. Sonst brauche ich eigentlich nichts. Sollte ich einmal rasten kurz? Vielleicht gar nicht so schlecht. Und immer umgucken, ob man Pötte oder so findet. Oder Bücherregale. Ah, das da ist ein Ritter von Heliodor. Okay. Kurz einmal rasten. Ich könnte mich jetzt auch eigentlich zum Lager zurück teleportieren und versuchen zu craften. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir sind ganz gut bis jetzt ausgerüstet und jetzt nicht wirklich nötig. Apropos Pötte. Mini-Medaille. Nee. Oh, doch so viel. 80 Goldmünzen. Wahnsinn. I'm rich now. Wo geht's denn hier lang? Okay. Ist doch genau der gleiche Weg, oder? Hier ist was zum Speichern. Sollten wir vielleicht auch machen. Geht's aber noch weiter nach oben. Was ist hier? Ich will eigentlich nur Rezepte finden. Nö. Hier wird nicht. Zumindest jetzt gerade nicht. Ah, aber ein Topf noch. Mini-Medaille. Yes. Okay, der erste war ein Dat, aber der war tatsächlich dat, was ich dachte. Wo geht's hier hin? Now I'm really confused. Fuck. Oh, eigentlich ist das Layout recht simpel. Denke ich zumindest. Ja, okay, gut. Jetzt habe ich Stadt verstanden. Dann speichere ich mal. Fun Fact. Guck mal, wann ich meinen letzten richtigen Speicherpunkt gemacht hatte. In der Akademie. Was bedeutet, gepriesen sei der Autosave, weil sonst hätte ich nämlich eine ganze Menge Progress wahrscheinlich verloren. Wobei, so viel Progress wahrscheinlich nicht. Aber ein bisschen. Da habe ich wirklich nicht vernünftig gespeichert. Euch muss es aufgefallen sein. Gut, ihr hättet auch denken können, okay, vielleicht hat er nach der Beendigung der Aufnahme gespeichert. Aber das habe ich tatsächlich vergessen. Gut, dann können wir jetzt hier hochgehen. Ja, ne? Ja. Wir sprechen mal mit dem komischen Lama. I welcome you once again to Angrilar, honored luminary. As I believe you know, it is my privilege to serve as High Lama of this most sacred temple. I am to address you as Your Holiness, correct? Might I ask what you and your people know of my companion? Why, everything, of course. We have awaited his coming ever since the day he entered this world. And Waiting Ups, for him? zu schnell gedrückt. What do you mean? I mean exactly what I say, nothing more. Tell me, do you recognize the symbol on this banner? It is the emblem of Dundrasil. Since the age of heroes, the princes of that nation have come here to train with us for 6 years of their youth. Your young friend was born a prince of Dundrasil. Thus did we expect him to come here as a boy and study under the great Grand Master Pang. Sadly, that was not to be.
So if fate had been kinder, you would have spent a good part of your childhood here. What of his tutor, this Grandmaster Pang you speak of? When the Lord of Shadows brought the world tree low, the Master set out to summon a magical mandala to protect the temple from destruction. The spell succeeded, but its power was too great. Grandmaster Pang did not return. A noble sacrifice indeed. Now that the Master is gone, it falls to me to guide you. Come to the Field of Discipline. It lies behind this hall. There is something you must see. It is a shame that the Grand Master cannot be here. I would have liked to meet one so noble. Come, let us see what His Holiness has in store. Yep, aber vorher gucke ich, ob ich hier noch was finden kann, wie immer. Ich wette sogar, dass man irgendwelche Quests hier machen kann. Die da mit den Monstern draußen zu tun haben, wahrscheinlich mit den Schlangen. Tippe ich mal. Also zumindest eine Quest wird es ja wahrscheinlich hier geben. So, kann ich hier einfach rein? Anscheinend ja. Hallo. Niemand da? Oh, hier finde ich doch bestimmt ein Rezept. Come on. Vielleicht hier. Goddammit. Ich meine, gut, wir haben ja theoretisch hier ein Rezept gefunden. Halt draußen, aber... Ist ja trotzdem ein Rezept, nicht wahr? So. Hier lang muss ich. Beyond those doors lies the Field of Discipline, where students of Angri-La strive for enlightenment. Before we tread upon this hallowed ground, let me tell you a little of our history. And of the luminary of legend himself, Erdwin. Before setting out to defeat the Dark One, Erdwin came to our temple to learn from the Wise Ones, who made their homes here even then. The first Grand Master, i.e., accepted him as a disciple and trained him in the secrets of spiritual realization. But he did not train alone. During his time here, he met someone who would change his fate forever. Who was this person? Another of Ai-Yi's disciples, a young mage whose talent outshone that of all who had come before. A man named Morkant. Morkant. Morkant klingt irgendwie ziemlich ähnlich wie Morteken. Erdwin and Morkant would train together every day, each striving to outstrip the other. Though they were fierce rivals, they became firm friends. When their training was complete, Morkant joined with Erdwin in his quest to slay the Dark One. Without Morkant's magic, he might never have prevailed. Before setting out, they carved an inscription into this stone, a pledge of eternal friendship. It has been a treasure of ours ever since. Morkant. I have not heard the name before. Now, allow me to show you to the Field of Discipline, if you would be so good as to follow me. Ja, und da Morteken auf Deutsch Hagrimor heißt, war der Name Hagen naheliegend, wenn ich jetzt mal was gespoilert habe. Ups. Ich meine, jeder, der 1 und 1 zusammenzählen kann, der wäre da jetzt auch drauf gekommen. So klug bin ich dann doch nicht. Aber ich kenne das Spiel auch schon. Der große Vorteil. Irgendwo eine Truhe versteckt? Probably not. What a beautiful place. Ah, guck mal. Kannst von hier sogar die dunkle Festung sehen. Nice. Welcome to the Field of Discipline. Since the Age of Heroes, many a would-be warrior has spilt sweat and blood upon these flagstones.
If your karma had been different, this is where you would have trained under Grand Master Pang, like all the princes of Dundrasil before you. I have brought you here so that you might stand in the footsteps of your ancestors. An unbroken line leading all the way back to the Age of Heroes. Even your grandfather, Lord Robert, completed his training here. The memory of his achievements shall live long in the temple's memory. His achievements? Pang was a harsh master. With this implement, disciples whose efforts were lacking were given motivation, directly to their fundament. It became known as the Naughty Stick. Naughty Stick. Hand der Disziplin. During the course of his 6 years of tuition, your grandfather's right honorable posterior was paddled an unprecedented 10,000 times. The tale of Lord Robert's road to enlightenment lives on to this day. Every disciple knows that he must focus at all times, lest he face the same fate. A legendary achievement indeed. You are worried for your grandfather, yes? Do not be. Lord Robert overcame every challenge set for him by the Grand Master, and emerged stronger every time. The fall of the World Tree would not have been enough to extinguish one so resilient. He is alive. I sense it. Tonight there will be a modest feast in the High Hall to celebrate your long-awaited arrival. We would be greatly honored if you would join us. We may not be able to aid you as we would have done were Master Pang still with us, but in this respect at least, we can provide. An diesem Abend gibt der Hohe Lama ein Festmahl zu Ehren von Tenpin. Die schwer geprüften Schüler sind überglücklich, ihre Ausbildung einen Abend lang vergessen zu können und essen, trinken und tanzen bis früh in den Morgen. Schließlich bricht ein neuer Tag an. Need more water. Awake at last, hm? It is high time we were on our way. Ja, aber wohin denn, Henry? If the Grand Master was still alive, perhaps we might have learned something to help us in our fight against the Lord of Shadows. Sadly, it was not to be. Seid ihr da mal nicht so sicher? Ich hab da so eine Ahnung. Ja. Hatte ich den Schrank überhaupt überprüft? Anscheinend nicht. Naja, die Bücherregale habe ich gecheckt. Oh well. Werte, da kommt jetzt was. Wir versuchen zu gehen. Und warum sonst sollte es einen Pfad zum Gipfel geben? Hm? And the hermit? What news of him? Forgive us, Your Holiness. The monsters on the mountain path were too strong. We were unable to reach him. Ihr seid Noobs. I see. Your Holiness, is there a problem? Yes, Sir Hendrik. I fear there is. You see, 2 weeks ago a hermit visited us, unannounced. Then just as suddenly departed for the top of the mountain. Alone? Whatever for? That I do not know. The moment he heard that Master Pang had passed away, he ran from the temple. He was last seen climbing the path to the summit. So, ich spoilere jetzt mal noch was. Dieser Einsiedler ist tatsächlich der Rab. So. Der ist jetzt seit 2 Wochen auf dem Gipfel, ja? Okay. Als er aber dahin kam, hätten die ihn doch eigentlich erkennen müssen. Ich meine, er kennt ihn, weil er da auch trainiert hat. Aber warum sagt er nicht, ja, das ist übrigens Dingsens und der ist jetzt nach oben gegangen und ist seit 2 Wochen, weißt du? Es ist einfach nur, damit später so, oh Gott, das ist er ja. The mountain has become infested with monsters, emboldened and strengthened by the rise of the Lord of Shadows. It is a perilous place indeed. Na, alles, was ich sage, ist nur, er hätte ihn eigentlich nicht als Einsiedler erkennen müssen, sondern als Sir Robert. This being so, I dispatched a group of disciples to return him to safety.
As you can see, things did not go quite as planned. I have trained all my life for a moment such as this, and yet I have failed in my first true test. I have brought shame upon Angri-La. Might we be able to offer some assistance? I thank you for your kindness, but you are guests here. I cannot ask you to undertake such a dangerous task. A knight of Heliodor does not abandon an innocent in need. These people have shown us great kindness. It is only right that we do them a kindness in return. Would you not agree? Thank you from the bottom of my heart, but I cannot allow you to bear this burden alone. I shall come with you. We must depart for the summit of Mount Panglai without delay. After exiting the temple, we will take the path to the east in order to begin our ascent. Ja. Wie gesagt, noch kann ich keine Quest annehmen, aber ich glaube, wenn wir das hier erledigt haben, dann gibt es zumindest eine Quest. Oh nein, es gibt sogar jetzt schon eine. Oh. That's weird. Jetzt bin ich fast versucht, nochmal zurückzulaufen und zu gucken, ob da noch eine Quest. Wobei, wir können ja hier eigentlich nachgucken. Das ist ja das Schöne. Man kann es nachschauen. Also. Eine Quest in der Nähe von der Kirche von Klatschmandu. In der Nähe der Sauna in Onsen befindet sich eine reizende Dame, die der Meinung ist, sollte zu wünschen. Wieso redest du nicht mal mit ihr? Mehr heiße Steine sammeln? Lamentea, Gondolia. Also ja, es ist auch klar, warum die jetzt alle freigeschaltet werden, weil wir eben auch wieder Zugang haben zu okay, das ist aber die einzige Quest, ne? In Klatschmandu. Ja, muss wohl so sein. Warte mal, oder? Wow, ich hab vergesse echt schnell. Why do I forget so fast? Klatschmandu. Onsen. Okay, ja, das ist die einzige Quest. Ist ja auch in der Nähe der Kirche. Ganz gleich. Lass mich raten, der will, dass wir mit einer Pep Power irgendeinen Gegner besiegen. Ist immer so. Ja, siehst du? Was sage ich? Mystiker. Solltest du Mönch zeigen, dass du... meinetwegen. Schneeschlange. Ja, und sich des Nachts verstecken. Feuriges Fanal benutzen. Diese Fertigkeit steigert auf Kosten der Verteidigung und hohem Maß die Angriffskraft. Sie ermuntert alle dazu, alle Gedanken an Niederlage zu verbannen und sich vollkommen auf die Offensive zu konzentrieren. Feuriges Fanale. Okay. Wie ging das denn nochmal? Kann man das nicht irgendwie nachschauen? Okay, das kann auch wieder nur vielleicht eventuell. Ja, nee. Das ist wahrscheinlich... Kann man das nicht nachgucken? Denke ich mal. Weil doch vielleicht unter Attribute. Nein. Ah, da stehen übrigens die Erfahrungspunkte, bis sie aufleveln. Zauber. Koop-Kräfte. Na, da haben wir sie ja alle. Das wird ja wahrscheinlich sowas hier sein, ne? Vielleicht. Da. Tenpin und Hendrik müssen gekräftigt sein. Und das sind sie aktuell. Was ein Glück. Dann machen wir das doch mal gerade. Das ist ja lustig. Wie es der Zufall so will, habe ich genau die gekräftigt, die ich benötige. Diese Dinger werden übrigens noch extrem wichtig. Nächste strahlt eine eigenartige Energie aus. Sie fühlt sich ähnlich an, wie die von Ikrasils Wurzeln abgegeben wurde. Doch als du den Setzling berührst, geschieht nichts. Ja, kann aber noch.
Okay, wir müssen erstmal raus. Hier gibt es keine Funkelflecken, ne? Nee. Und dann müssen wir mal eben unsere Koop-Kraft opfern. Ja, die Schlangen sind nur hier unten. Achso, und dafür muss ich natürlich damit damit die Leute nicht sofort das Ding kaputt kloppen, muss ich das Ding mal eben hier anloggen. Einmal Kajoken einsetzen, ja? So, jetzt kann ich wieder auf gnadenlos beide stellen. Und wir wissen ja, die kämpfen besser auf Auto, als ich das jemals könnte, weil die halt zu jeder Zeit die Values des Gegners einsehen können. Meine Güte, 452 Schaden. Schon haben wir die Quest abgeschlossen. Yep. Deswegen können wir auch direkt... Da steht einfach mal ein Schneemann rum. Können wir auch direkt abgeben. Das mache ich lieber vorher, bevor ich dann zum Gipfel gehe. Weil dann kann ich nochmal rasten. Muss ich jetzt nicht unbedingt die MP verbrauchen, um zu heilen und so. Geht ja fix. Oh Gott, ich habe Mittagsschlaf gemacht und ich bin trotzdem schon wieder müde, obwohl es erst 10 Uhr abends ist. Man merkt, mein Körper hat sich an die neuen Arbeitszeiten auf jeden Fall gewöhnt. Ist ja nur noch morgens. Von morgens bis nachmittags. Das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich ja sagen. Klar, ein bisschen Schlafmangel hat man dann halt, ne? Ist halt, geht halt nicht anders. Aber ganz ehrlich, das ist es mir wert. So, Kollege. Mystica ist, glaube ich, auch eine von diesen komischen Karten. Davon haben wir schon mal ein paar gefunden. Da wir aber den Bodo demnächst wieder kriegen. Ja, hier. Hier, siehst du? Ja. Kräftigungsrate steigt um 1%. Okay. Das Ding können wir auf jeden Fall direkt erstmal verticken. Mache ich aber jetzt nicht. Jetzt haben wir was anderes zu tun. Nun müssen wir den Gipfel erklimmen. Ich habe jetzt ein neues Let's Play angefangen zu gucken von dem Spiel. Das alte habe ich zwar noch nicht zu Ende geguckt, aber ich will halt nicht weiter gucken, als ich selber hier spiele. Aber in den ersten Parts zumindest ist der Typ immer nur normal am Gehen. Also, ich weiß nicht, ob er... Oh, das ist schon wieder gerespawnt. Gut, verzauberter Stein. Ne, gibt es irgendwas nachts. Verzauberter Stein. Ja. Wir können ja mal gerade schauen. Ist auch wieder total unsortiert hier. Wieso habe ich diese Scheiße? Lass mal alle wegschmeißen. Wer braucht denn den Kack? Ja, diese Samen, die ich habe, sind auch schon sich am Anhäufen. Aber das behalte ich fürs Postgame, weil dann wird es erst wirklich wichtig. So. Und die Taler habe ich auch schon einige von. Und Erze. Jede Menge Erze. Seltenheit A. Seltenheit C. Seltenheit B. Seltenheit A. Ja. Okay, 3 Stück habe ich noch. Strahlestein. Da habe ich nur 2 von gesammelt. Wir haben so viele Crafting-Sachen schon. Und ich glaube, da kommen noch ein paar zu. Ziemlich sicher. Okay, jetzt aber genug geblubbert. Auf geht's zum Gipfel. Zum Gipfel.
Oh, haben wir wieder einen Dungeon, ja. Keine Funkelflecken. Interesting. Aber ich weiß bestimmt, wo eine Schatztruhe liegt. Wenn hier Gegner sind... Oh, guck mal hier. Gibt's schwarze Drachen. Gibt's hier als Standardgegner. Let's fight one. Ja, gut, dass er zu perplex ist, sich zu rühren. Ding. Das war's auch schon. Ob die was Tolles droppen können? Wahrscheinlich. Einmal den Drachenreiter besiegen. Das wird nicht lange dauern. Ich habe mein Wasser gerade geleert. Mein leckeres Apfelwasser. Kennt ihr? Tasty Water von Gut und Günstig. Und dann Apfelgeschmack. Oh, Gottes Willen. Es schmeckt so ein ganz bisschen süßlich. Gerade gut, gerade süß genug, damit es mir reicht. Und halt nach diesem schönen, künstlichen, grünen Apfelgeschmack. Oh, ich liebe das. Noch ein schwarzer Drache. So, flattern wir mal die Höhle entlang, weil da hinten liegt bestimmt eine Schatztruhe. Und ich sehe sie sogar schon. Ein Hexerring. Steigert das MP-Maximum und regeneriert MP nach dem Kampf. Ja. Wie sind meine Stats? Ach, scheißegal. Ich bin unkaputtbar. Leonardo hat bis jetzt noch nicht einmal heilen müssen. Und der heilt eigentlich ziemlich gut, also es geht schon. Ich frage mich, ob diese schwarzen Drachen irgendwas Cooles droppen können. Seltenes. Egal. Wir müssen jetzt nicht gegen schwarze Drachen kämpfen, haben wir nicht nötig. Gipfelschrein. Und hier haben wir auch ein Lager. Aber ich glaube, da können wir erst hin, wenn wir diese Cutscene hier und alles gemacht haben. So, man erkennt doch instantly, dass das der Rab ist. Oder Bodo. Okay, ich kann doch hier hin. Aha. Ungeflecken? Nein. Mida hat auch aufgelevelt. Ist gut, weil wir wollten ja sowieso gucken. Wegen den neuen Sachen mal eben ein bisschen. Rüstungen. Drachenpanzer. Das ist fast so gut wie der Platinpanzer. Aber nicht ganz so gut, ne? Was krass ist, dafür brauchen wir sogar schon Mithril-Erz. War Mithril-Erz nicht das, was noch heftiger ist und seltener als Platin? Ich glaube. Ja, deswegen werde ich das Ding auch nicht schmieden. Weil, why would I? So, jetzt frage ich mich, was waren die Waffen? Drachenspalter. Okay, es ist leider ein normales Schwert, so wie das aussieht. Ja, es ist ein normales Schwert und es ist auch nicht besser als das, was ich habe. Aber das ist neu. Der Wurmzahn. Okay, das hat mehr Angriff, theoretisch, wenn ich es auf +3 kriege. Deswegen, das ist nämlich der Unterschied. Mein jetziges Schwert ist ja schon auf +3. Das heißt, das hier wäre leicht stärker wahrscheinlich. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich brauche das nicht. Das kann ich besser überspringen und dann das nächste Großschwert, was wir finden können, das dann schmieden. Das bringt dann mehr. Würde ich mal sagen. Schreckensdolch. Ja. Da brauchst du Kuhglanz für. Oder Koagulanz. Meine Güte. Ja, okay. Sonst was Neues dazu gekriegt. Der Raffenstab, Schlatterstab, dasselbe. Dämonenspeer, Dämonenpeitsche, Platinklauen, okay. Gut.
Und die Königsaxt. Ja, scheiß drauf. Wir müssen nicht schmieden. We don't need it. So, einmal ausruhen. Und speichern. Auf jeden Fall. Und wir haben wieder die Mystery-Musik. Weil da so ein komischer Typ sitzt. Die vielleicht eine Truhe hinter versteckt? Oh, wie witzig das gewesen wäre. Ja. Der Rab ist ein bisschen, vom Fleisch gefallen. Aber man erkennt ihn halt sofort, weil, naja, der Hut, der Rucksack, der hinter ihm liegt, also. Der Anhänger, den er trägt auch noch. It seems we are too late. Is this the hermit we came in search of? Unfortunately so. He was in deep meditation when he breathed his last. I am glad at least that he was prepared to meet his fate. But that posture, it is awful. Uniquely awful. I know it from somewhere. Incredible! Issue 1 of the Ogler's Digest. And in mint condition. Ja, wer hätte gedacht, Hendrik ist auch so ein Pervert. Der edle Ritter Hendrik. Indeed. It seems our friend here made his peace with the world before departing. This, at least, is some small solace. Huh? But this is one of the royal treasures of Dundrasil. Why would a lowly hermit have such a... By the skies! Can it really be? Lord Robert! Den du hättest erkennen müssen, als er vor 2 Wochen bei euch ankam und dann, nachdem er erfahren hat, dass die Olle tot ist, auf den Gipfel gegangen ist und da 2 Wochen gehockt hat, weswegen er jetzt so dünn ist. Ja. Your grandfather was Master Pang's most fervent disciple. Can he have chosen to follow his mentor to the next life, perhaps? No, he is still breathing. What? His spirit hovers in the place between life and death. It is only a matter of time before he passes the point of no return. But there may yet be a way to save him. If you were to follow him into the void, you might be able to bring him back. But how? Is this even possible? The ancient teachings tell us that the summit of Mount Panglai stands at the crossroads between this world and the next. If you will permit me, I can perform an ancient rite that will send you to the place between worlds. But it is not a decision to be taken lightly. Once that place is entered, there is no guarantee of return. Well, will you take that chance? Will you visit the void and bring Lord Robert back to us? Ich werde es wohl machen müssen, ne? Very well. I will prepare for the Ja, mach. Fang an. Bin bereit. It is time to Müssen wir ja. depart for the place to which every soul must go, but from which few ever return. What is this foolish dance? What manner of ritual is this?
So, und wenn man jetzt mal guckt, dann sieht das genauso aus wie dieser Übungstrainingsplatz da, den es auch in der echten Welt gibt. Die Zwischenwelt. Sieht also so ein bisschen so aus wie das, wo wir mal im Wandgemälde drin waren. Und das ist... Another wandering soul drifts into my domain. Welcome, child, to the end of your journey. Destiny is cruel indeed to send me one so young. This may be a fruitless question, given the vacant expression you wear, but do you know what fate awaits you here? He is wise beyond his years. An intellectual giant. I must return to the world above and tell everyone I met such a marvel. Do you think me a fool, boy? Do not pretend. There is no need for pretense here. You are ignorant. This is as it should be. Let me unburden you of at least a little of your ignorance. I will explain in simple terms that even an idiot may understand. As you see, this world is a blank slate. It is a place of nothingness. Before Yggdrasil fell, departed souls would come here before returning to the World Tree. But now that the tree is gone, it is a place with an entrance but no exit. A dead end for the dead. A spiritual cul-de-sac. What I'm trying to tell you is that you will never leave this world. Before long, your soul will dissipate and be lost to the void. Nein. As long as the cycle of souls is interrupted, all who die will suffer the same fate. Until at last, the Lord of Shadows is the only one who remains. Bitch, don't you know who I am? This is your destiny. Accept it, for you cannot change it. Or do you cling to the vain hope that the heart of Yggdrasil may be recovered from Mordegon's clutches? If you do, you are a fool. And yet, you would not be alone in your foolishness. There are others who refuse to accept that all is lost. Some people just don't know when to give up. Wenn ein helles Zeichen einst das finstere Firmament durchbricht, zeigt die Sonne am dunklen Himmel droben strahlend ihr Gesicht und vertreibt alsbald die schwarze Nacht mit ihrem heiligen Licht. Okay. Let's train. Did you think that he chose death out of a sense of despair? You could not be more wrong. He came here with hope in his heart. The hope that one day he will defeat the Lord of Shadows. Your grandfather came to find me so that I might teach him the last of my secrets. You know who I am, of course. Foolish child. I am Pang, Grandmaster of Angrila. Your grandfather's teacher and tormentor. Do you see the magic circle that surrounds him? The precise pattern of movements draws energy from the ether and channels it to create the mandala of Yggdrasil. This is the final secret. He has been flailing away like this ever since he arrived here. It is not good for him at his age. But when the great sigil is complete, he will have mastery over a power not seen since the Age of Heroes. Na, übertreib mal nicht.
Hey, don't you dare give up now! I'll beat your bottom black and blue, I swear it! Oh! Ka, me, a, me, a. Well, would you look at that? Perhaps he is not completely useless after all. Hey! Did you see that? I finally did it! Oh, it was beautiful! Yes, very impressive. I thought you had gone soft in your dotage, but it seems you still have some guts. Well done. Jinx! Grandmaster Pang! Was that praise? Woohoo! For the first time in my long life, she's actually paid me a compliment. Oh, that's warmed my cockles more than 100 nips of the hard stuff. Perhaps if you could stop congratulating yourself for one moment and squint beyond the end of your bulbous nose, you would see we have a visitor. Oh my! Is it really you, laddie? Oh, not you as well. Your poor young life snatched away from you. It's not fair. It's not fair, I tell you. Oh, stop your sniveling. The boy is alive. He's what? But what's he doing here then? He and his friends found your body and sent his soul from the world above to bring you back. Ah, really? But I only came here to... And you went to all that trouble. As you can see, I'm perfectly fine. Finer than ever, in fact. Now that I've learned the final secret, you and me are going to be unstoppable. Come on, let's get back to our bodies and show that Lord of Shadows what we're made of. Stop right there! Where do you think you are going? I can't thank you enough for all you've done, Grandmaster. But now that my training's finished, I need to be on my way. Finished? Oh, but we haven't even begun. Ich hole mir mal eben ein neues Wasser. Honored luminary, if you would like to follow me. Ja, wir müssen auch noch trainieren. Your grandfather has mastered the last secret of Angri-La. He now has the power to send enemies straight to the beyond. It is a technique first devised in the Age of Heroes by Morkant, brother-in-arms of the Luminary of Legend. For you, I have a technique no less impressive. An attack of such incredible power that it can tear through all 4 dimensions. It was devised by Erdwin himself during his training with Yi, our first Grand Master. And it will give you strength beyond reckoning, Luminary. Well, that can't be a bad thing. Me with Morkant's spell and you with Erdwin's attack. We'll be unstoppable. If you can master it. None since Erdwin has been able to do so. The training you must undergo to acquire this power will be more intense, more relentless.
more excruciating than any you have faced before. Well, do you think you have what it takes to endure this most trying of trials? Stell dir mal vor, wir würden einfach Nein antworten. Lass uns mal Nein antworten und gucken, was passiert. I see that you have inherited your grandfather's backbone. But we will soon fix that. Oh, don't be a fool, laddie. You've no idea of the horror she can inflict with that thing. The last time she took that paddle to me, I couldn't sit down for a week. No training could be as bad as that. Well, do you think... I knew you would make the right choice. Now, let us begin. The first step is to focus your mental energies and call forth a blade of pure light. Hold out your hand and try. As good as can be expected for a first attempt. The heat of battle should help to speed you up a little. Battle? You mean you're going to fight him? Oh, no, the poor lad's not ready. Me? Why would I rumple my nice clean robe when I have you to do my dirty work for me? What? You're going to make me fight my own grandson? Who better, Lord Robert? You have mastered all our secrets now. There is no one better suited to the task. And besides, I've always wanted to see two princes of Dundrasil battling it out. Let me know when you are ready to be... Okay. Wir sind bereit. Also, ich drücke mal Nein. Oops. Before we continue, allow me to give your grandfather an unfair advantage. All in the name of speeding up your training, of course. Oh. Oh. Hau ab. Oh. Oh, aye! I've not felt this alive in decades! Let me at the little blighter! That's the spirit. Don't hold back. Show him the true power of our last and greatest secret. Just you watch me. Luminary, prepare yourself. Beat back the onslaught and unleash the technique if you can. The more you use it, the stronger it will become. You must practice until it is perfect. Here I come, laddie. It's time to show you what this old man can do. Ich frage mich, ob er das automatisch macht, wenn ich ihn auf automatisch kämpfen eingestellt habe oder eben nicht. Oh well. War tatsächlich einfach mal ein Game Over. Wow. Okay, bis gleich. So, versuchen wir das Ganze nochmal. Diesmal steuere ich selber, logischerweise. Und ja, damit wir nicht sterben, müssen wir uns heilen. Und dann müssen wir Quadra-Hieb benutzen.
das macht er gleich wieder sein Dingsens. Ja, einmal kann ich es noch machen. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, weil... Das könnte mich one-shotten. Ui. Alter Schwede. Das war knapp. Aber jetzt muss ich zweimal in Folge heilen. Sonst habe ich gleich nicht genug Energie, um das zu überleben. Oh nö. So, auch noch Gedingsbums. Ja, reicht. Kannst aufhören. Oh Mann. Ja. Ich komme ja gar nicht dazu, irgendwas zu machen, Alter. Ich muss mir ja die ganze Zeit heilen. Ja, ich muss mich heilen. Sonst one-shottet mich das wieder. Okay. War doch gar nicht so schwer. War doch gar nicht so schwer, wenn man sich heilt. Oh, yes. Wonderful. I couldn't have beaten him more soundly myself. I must say, I doubted you had it in you. But you have proved me wrong. And for once, that is no bad thing. Quadrahieb. The power of the technique comes from your heart. Hone that greatest of weapons, and none will be able to stand before you. Now, I think it's time we peeled that old degenerate off the flagstones, don't you? You beat me, even with the last secret of Grimmalaya on my side. Oh, I can't believe how much you've grown, laddie. You weren't too much of an embarrassment, no. Perhaps I finally have a disciple worthy of the name. So this is where you have been hiding. Wait, I know that voice. Mordegan. Sniveling worms. You thought to escape my clutches by cowering here in this ruined world. You have only delayed the inevitable. No! Curse you! I had thought your powers could not reach us here. It seems I underestimated you. So inconsiderate. There was one last thing I wanted to teach you. Fine. It seems we must do it the hard way. You two will just have to learn the ultimate ability here and now. Or die trying. What? So the last secret of Grimmalaya wasn't the last one? And Quadra Slash wasn't either? Of course not, foolish man. There is another. A supreme skill devised by Grandmaster, i.e. one that Erdwin and Morkan performed together. Well, don't just stand there. Combine your powers. Revive the technique that was lost to us, so that I can die happy. You dare to resist me?
must do exactly as I say. Exactly when I say it. We have only one chance. Robert, do not think. Act. Use the technique I taught you. Quickly! Now, Luminary! Unleash Quadra Slash! Yes, the last and greatest of all the secrets of Angri-La. The technique to end all techniques. Solar Flare! Ja, sah sehr stark aus. He is back with us. But he is greatly weakened. We must get him to the temple right away. Yay! Muss nicht mal zurücklaufen. Müde vom Abenteuer in der Zwischenwelt sinkt Tenpin in tiefen Schlaf. Im Traum sieht er das lächelnde Gesicht Großmeisterin Pengs im Schein der ultimativen Fähigkeit von Klatschmandu. Schließlich bricht ein neuer Tag an. We did it, darlings! Um mal Leonardo zu zitieren. Ah. You are finally awake. Good. I feared you had suffered some lasting injury. Lord Robert awoke a short while ago. He's outside speaking with the High Lama. We should join them. Ja. Jetzt guckt mal gleich. Der Lord Robert ist auf einmal gar nicht mehr so dünn. Oh, hello there, laddie. Better late than never, eh? What are you staring at me like that for? Is there something on my face? It is your physique, Lord Robert. You were a good deal slighter only a short time ago. Oh, that! Nothing a good breakfast couldn't cure. Aye, the Grand Master put me through worse on more than one occasion. Klar, ne, so funktioniert das. Man isst einfach ein gutes Frühstück und plötzlich ist man wieder fett. Lord Robert has told me what came to pass in the void, that you met Grand Master Pang, and that she trained you in the ancient arts. I hear that you were even able to master the ultimate abilities of your ancestor Erdwin. You have my congratulations. And I hear that I owe you a debt of thanks, Sir Henrik, for looking after the boy here while I was away. Please think nothing of it, my lord. It is the least I could do to make amends for all the wrongs I have done. Indeed, I feel I must apologize. Ach, don't torture yourself over it, son. We've all been pawns in Mordigan's game. You've nothing to apologize for. Thank you. Truly. What do you intend to do now? We had hoped to find guidance here in Angri-La, but alas, we find ourselves at an impasse. Well, funnily enough, I was just thinking about something Grand Master Pang told me. Fun Fact. Euch ist es vielleicht schon aufgefallen, dass Ronaldo zwar da ist, aber er nie was sagt. Das liegt daran, dass das eigentlich nicht vom Spiel so vorgesehen ist, ihn jetzt schon dabei zu haben. Eigentlich soll man erst hier hingehen und danach Ronaldo aus Puerto
Valor holen. Deswegen sagt er die ganze Zeit nichts. She said old Erdwin used a very special form of transport when he went after the Dark One. Some sort of sacred flying contraption. Whatever could that mean? I didn't get the chance to ask her any more about it. But it sounds like just what we need to get up to that castle and knock Mordegon off his perch. As for our old friends, none of them were exactly the giving up type, eh? If I'm still alive and kicking, you can bet the rest of them are out there somewhere. So, what say we head over to Arborea and keep an eye out for our pals on the way? If this flying doodad's supposed to be sacred, the folks over there'll know something about it for sure. There's no time to lose. The longer we wait, the stronger Mordegon gets. So, let's get going. Und jetzt hat er neue Felder gekriegt. Ich glaube, ich beende gleich die Folge. Wieder zu müde. Aber natürlich statten wir ihn erstmal aus. Perlentor. Tenpin und Bodo können die Koop-Kraft Sonneneruption einsetzen. Honored Luminary, we disciples of Angri-La will do all that we can to aid you in your preparations to take on the Lord of Shadows. We have even devised a special training regime for you. Visit us again soon. We will stand ready to help you hone your powers. Ja, erstmal müssen wir unsere Leute zusammen trommeln. Okay. Da haben wir ihn wieder in der Party. Muss erstmal ausgerüstet werden. Okay, der hat mehr Absorbierung. Aber der ist trotzdem besser. Was haben wir denn noch über? Das hier haben wir über. Das ist stark. Klabo. Wow. Macht ihn auch noch viel stärker. Nein. Bei mir kann ich übrigens das wieder ändern. Das war jetzt nur, ich hatte gehofft, dann nehme ich nicht so viel Schaden von dem Perlentor, aber das hat sich überhaupt nicht darauf ausgewirkt. Ich nehme mal. Er könnte einen Stärkering nehmen, weil er wird wahrscheinlich mehr zaubern, ne? Er kann halt auch Krallen tragen und mit Krallen ist er, glaube ich, sogar relativ stark. Aber gut, das ist jetzt eigentlich. Ich glaube, ich gebe ihm erstmal den Hexerring. Und dann okay, Charme. Braucht er wirklich Charme? Eigentlich nicht, oder? I'm not sure. Und die Sachen erhöhen eigentlich alle nur Abwehr. Ja, geben ihm das hier. Okay, dann schauen wir doch mal. Ja, seht ihr, jetzt ist nämlich hier deutlich mehr. Und wie ihr seht, hat er ziemlich viel Klauenfertigkeiten. Also der kloppt mit Klauen so ganz gut zu, aber er ist halt auch ein ziemlich guter Magier. Und solange wir keinen Magier haben, da ich ein sehr starker Melee bin und Hendrik ebenfalls, macht es, glaube ich, nicht viel Sinn, ihn ganz viel Klauenkram zu geben, weißt du? Jetzt den Fall schon. Propeller. Jede Menge Geheimfelder, Erleuchtung. Meine Erleuchtung ist so ein bisschen Basiskram. Sonst Zauberstäbe, ne? Solange er einen hat. Okay, hier. Wir können ihn auch noch zum Healer so ein bisschen umfunktionieren. Moderate MP-Auffüllung nach Kampf. Hier hat er noch mal was. Ja. Schwierig. So viel Auswahl. So viel Auswahl und nur so wenig Punkte. Ich wüsste gerne, was hier so drunter ist, aber
Naja. Die kosten alle nicht so viel. Was ist das hier? Auch wieder klauen. Okay, gut. Kostet 14 Punkte, meine Güte. Nehmen wir den. Den. Dann sehen wir nämlich schon mal, was hier drunter ist. Ring des Ruins. Naja, okay, gut. Auch nicht so wichtig. Dann nehmen wir das hier. Dann kann er nämlich jemanden ressen. Falls man hier umfallen sollte. Magische Heilkraft. Okay, also als Healer ist er wahrscheinlich dann ziemlich gut sogar. Wenn ich die hier alle lerne. Hier oben ist magische Macht. Maximum MP. Hat auch ganz schön viel. Was? Gesperrt? Wieso ist das gesperrt? Achso, goddammit. Ich bin schon zu müde. Merkt das? Wieso gesperrt? Ja, weil ich auf dem falschen Feld war. Oh, das ist doof. Das ist doof. Tja, alles kann ich nicht lernen. Definitiv nicht. Müsste das lernen, um das hier freizuschalten. Kostet auch nur 5 Punkte. Das heißt, selbst wenn das nicht gut ist, magische Macht halt. Magische Macht. MP Maximum. Der hat ziemlich viel MP, kann das sein? Also, holy shit. Magische Heilkraft. MP-Auffüllung. Noch mehr Heilkraft. Also wahnsinnig viele Heilskills hat er jetzt, glaube ich, auch nicht, oder? Lass uns doch mal eben einmal kurz reinschauen. Wie war das noch? So. Okay, also er hat jede Menge Heilzauber. Er hat aber auch einige Angriffszauber, aber nicht wahnsinnig viele. Es ist eigentlich egal. Sobald ich Serena wieder im Team habe, werde ich ihn sowieso austauschen. Weil Serena definitiv besser heilt als Bodo. War es krass, wie viel MP er auch hat, ne? Ja. Ist eigentlich scheißegal, was ich lerne. Oh, I don't even know. Scheiß drauf. Einfach irgendwas lernen. Ist doch kackegal, was es im Endeffekt ist. So, passt schon. Wie will ich ihn denn einstellen? Das ist eine gute Frage. Umsicht zeigen? Ja, könnte man machen. Ich meine, Ronaldo ist schon so ein bisschen der Healer. Der Muntermacher. Weil das halt wirklich viel. Oder relativ viel. Vor allem alle, vor allem. Ich glaube, sich zeigen kann. Das kann schon passen. Ja. Gut. So, die Folge ist also minimal kürzer als sonst. Ja. Ist aber jetzt auch nicht so wild, oder? Wo bin ich denn? Ich wollte nämlich eigentlich lieber draußen speichern. Vor allem will ich mal gucken, was die komplette Lösung jetzt vorschlägt, wo wir hin sollen. Ich meine, er hat es ja gesagt, wir müssen eigentlich wieder zu Arboria. Beziehungsweise Anti-Quia. Sollte ich zu einem Lager? Kriegt man noch eine Cutscene oder so? Ich meine nämlich, ich habe mal von hier geportet und dann habe ich irgendwas übersehen oder so. War das nicht irgendwie? Mal eben schon. Ob jetzt hier noch eine Cutscene kommt. Hier kommt keine Cutscene, okay. Dann kann ich ja tatsächlich
Ja, ich gehe einfach hier zu diesem Lagerplatz. Passt schon. Boah, ich bin so müde wieder. What the fuck? What is going on? Krieg ich noch irgendwie... Nein. Ich frage mich, ob ich ihm irgendwas schmieden könnte, was ihm was bringt. Weil aktuell trägt er ja nur Waisenstäbe. Ein Hut vielleicht, einen guten. Einen schönen Hut. Aber ich glaube, der Hexerhut, der ist schon ziemlich gut. Ahaha. Nein. Diese Krone von Eschenburg, das zum Beispiel bringt, glaube ich, mehr was, wenn er auf Melee gedingsbumst ist mit Abwehr. Ja, das hier würde... Okay, das macht ihn generell ziemlich stark. Warte mal. Ich denke, das könnten wir craften. Das macht nämlich auch magische Macht und magische Heilkraft. Dann würde er zumindest mal schick aussehen. Und ich kann alles craften. Das ist doch Krone von Eschenburg und diese Kleidung, oder? Eventuell. Gehört zum Set des Sonnenkönigs. Da hätte ich vielleicht auch mal drauf achten können. Ja. Ja, why not? Craften wir ihm das. Das machen wir noch eben. Da muss ich da mal die Luft reinlassen. Mir wird nämlich immer wärmer. Warum auch immer. Den kann man eigentlich immer gut machen, finde ich. Das kriegen wir schon hin irgendwie. Kritik wäre mal nett. Doppelt so stark. Gut, das kann man. Das sieht ganz gut aus. Wow, das ist ziemlich weit nach vorne gegangen. Aber alles noch im Rahmen. Warum ist mir plötzlich so warm? Der Fuck. Wirklich? Nicht mal +3. Trotz 2 gelber Felder. Wow. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Ich akzeptiere es einfach so. Er ist sowieso nur ein vorübergehender Charakter. Also von daher. Eine Rüstung haben wir nicht für ihn, ne? Also. Ja, guck mal, das kann er alle nicht. Er kann nur Kleidung tragen. Ja, machen wir das hier, ne? Why not? Aber schwieriger, ne? Das sind 6, ne, doch 4 Felder nur. Nächster Kracher, einmal heiß machen. Und dann das. So wie gerade. Aber das ist schwieriger. Da geht es nicht so weit nach oben. Aber so stark. Ja. Unten ist es schon drüber geschossen. Sehr schön. Naja. Vielleicht reicht es ja für +2. Ich bezweifle es zwar, aber wenn wir bei 2 gelben. Ja, +1. Habe ich mir gedacht. Aber egal. Es ist nicht so schlimm. So, Bodo, hier, pass auf. Jetzt passens auf. Gucke, er verliert ein bisschen magische Macht. Kriegt aber einiges an Heilkraft dazu, das ist schon okay. Und da verliert er auch wieder ein bisschen was an magischer Macht, kriegt wieder mehr Heilkraft dazu und kriegt aber mehr Abwehr. Und sieht dann so aus. So wie in der Intro-Cutscene praktisch vom Spiel, ganz am Anfang. Ich hoffe, ich finde irgendwann nochmal irgendwie ein schönes Kostüm für den Hendrik. Weil diese Rüstung in Klammern sieht irgendwie doof aus. Der braucht mal eine richtige Rüstung. Er ist echt gut ausgerüstet eigentlich sogar. Und dann können wir das hier einmal noch ändern in das taffe Tattoo. Wir blocken nichts, wir sind purer Schreckensangriff sind wir. Gut, Leute. Ich bedanke mich bei allen fürs Zusehen. Sorry, dass ich heute so ein bisschen müde war, aber der Mittagsschlaf nach der Frühschichtwoche hat wohl nicht gereicht. Morgen werde ich im Prinzip, nachdem ich
einkaufen war, kann ich den ganzen, und diesmal speichere ich, kann ich den ganzen Tag aufnehmen. Fast den ganzen Tag. Sonst habe ich nämlich nichts vor. Und ja, da werde ich dann wahrscheinlich auch etwas wacher und aufgeweckter wirken als in diesem Part jetzt. Aber es ist halt so, ne? Man hat Bock auf das Spiel und auch wenn man sich jetzt nicht mega toll fühlt, will man trotzdem aufnehmen und ja. So, okay, dann sehen wir uns, wenn ihr möchtet, gerne nächste Woche Samstag um 9 Uhr morgens wieder zum nächsten Part von Dragon Quest 11, Streiter des Schicksals. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Tenpinmaster, tschüss.